Hallo zusammen, grüßt euch. Herzlich willkommen zu unserem neuen Schleppertest. Mein Name ist Hubert Wilmer, ich bin bei der Zeitschrift Profi verantwortlich für die Traktorentests und heute haben wir den neuen John Deere, den wir euch jetzt mal vorstellen wollen. Wie ihr vielleicht sicher schon gehört habt, bei den neuen 6R hat John Deere die Beschriftung ja geändert. Da steht jetzt 6R 150 und mit dem 150 haben wir hier jetzt den größten Vierzylinder am Start, den John Deere aktuell anbietet. Im Unterschied zu dem 6R 155, den es ja schon gibt, der ja 6 Zylinder hat, sind wir halt gespannt jetzt, wie dieser performt und haben den deswegen hier im Praxiseinsatz und bringen den natürlich auch noch zur DLG-Prüfstelle. Unter der Haube, die ich jetzt mal aufgemacht habe, ist ja der bekannte 4,5 Liter Vierzylinder, der mittlerweile natürlich die Abgasstufe 5 erfüllt. Dazu sitzt ja oben der Partikelfilter und hier im Auspuff dann der SCR-Katalysator. Und wir werden auf der Prüfstelle dann sehen, wie sich das mit dem Spritverbrauch und natürlich auch mit dem AdBlue-Verbrauch verhält. Jetzt im praktischen Einsatz gucken wir natürlich, wie das Durchzugsvermögen ist, was natürlich bei dem stufenlosen Getriebe wahrscheinlich kein Problem sein wird. Ein Detail, wo ihr die neuen 6R dran erkennt, sind ja die lackierten Spiegel, die ja von den großen Schleppern schon bekannt sind und da ja schon eine Menge Kritik bekommen haben. Die bekommen sie hier jetzt auch noch, nicht nur, weil sie unten schmaler geworden sind, sondern weil sie eben auch lackiert sind außen. Und wenn man damit einmal an der Hecke lang fährt, dann sieht das ungefähr so aus wie hier. Und das muss unserer Ansicht nach nicht sein. So, jetzt bin ich extra für euch hier nochmal hochgeklettert, um euch noch was zu zeigen, was John Deere extra für uns verbaut hat, nämlich die Starfire 7000, die neue GPS-Antenne, bei der ja auch das RTK-Signal vom Satelliten auskommt und keine Mobilkarte mehr erforderlich ist. Und da probieren wir natürlich auch mal aus, wie gut das funktioniert und werden euch berichten. Hinten am Hubwerk, wie ihr seht, stemmt die locker die neue Versa-Drille von Horsch. Und natürlich messen wir auch auf dem Prüfstand die Hubkräfte nochmal, aber der kleine Racker wird mit dieser Kombination schon mal ganz gut fertig. Ja, hier könnt ihr jetzt nochmal sehen, das mit dem SF-RTK wird hier nochmal angezeigt, dass es eben über den Satelliten empfangen wird. Und auch ansonsten hat uns John Deere den Schlepper ziemlich vollständig ausgestattet mit 2 Terminals, die wir wechseln können, um die Ansichten dann zu wechseln. Und natürlich Command Pro, was sich ja auch schon mehrfach im Test bewährt hat, ist hier auch drauf, was wir eigentlich auch jedem empfehlen können, der jetzt nicht die absolut einfachste ausgestattete Variante haben möchte. Und im praktischen Einsatz sehen wir das gleich dann auf dem Acker, wie das alles funktioniert, einschließlich automatischem Umdrehen und so weiter. Bevor wir jetzt losfahren, noch ein kleiner Hinweis: Ein Armaturenbrett gibt es ja jetzt nicht mehr beim 6R, dafür haben wir ja das Ahorn-Display, was wir auch positiv finden, da wir dann entsprechend das Lenkrad nicht mehr im Sichtfeld haben und im praktischen Einsatz kommt das sicher nachher auch gut an.